Ey, wir machen Umweltverschmutzung, machen wir vor allem wegen der Optik. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Erdbeeren! Und wenn ihr Erdbeeren mögt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und drückt die Glocke. Ja, und gebt dem Mike ein Like. Und guckt auch die Königin der Soßen. Oh, ja, das machen wir gleich. Ja, ich reite Und mein Inventar ist voll, es ist kein Wein fertig. Ich habe nicht ein bisschen Iridium gestern aus der Höhle gezogen, ne? Das ist echt frech. Alter, der Lava-Aal will einfach eine Zwergenschriftrolle Nummer 3. Ja, die haben wir doch, oder? Okay. Ja, er braucht was zum Lesen. Ach so, ne, das kann natürlich sein. Willst du ihm etwa die Bildung vorenthalten? Nee, aber ich hätte ein paar anderen Leuten gerne ein bisschen Bildung gegeben. Oh, bei mir sind die So, Geister und da heute sind wir auch so. Da sind wir ja gleich beim Thema. Da sind wir ja auch gleich beim Thema. So, Meister der Überleitung. Bob, ich habe mich so aufgeregt. Ich weiß, du hast es mir erst geschickt und dann habe ich es dir aber auch nochmal geschickt. Und dann hast du mir gesagt, hey, das habe ich dir doch schon geschickt. Es geht darum, ja. dass, Oh ja, bitte erzähle. Ich weiß gar nicht, in welchem Bezug das war, aber es spielt auch völlig keine Rolle. Es spielt absolut keine Rolle. Es gibt einfach Idioten auf der Welt und die gehören meistens auch, es sind immer wieder die gleichen, die haben ein ganzes Zugabteil einfach demoliert. Ach du Scheiße. Fast schon demontiert. Ja, also ich hab sowas noch nie gesehen. Bob hat mir das erst geschickt, dann habe ich das irgendwie auch noch auf Twitter noch mal gesehen. Und dann sind da zwei Sachen. Erstmal, wie kann man so kacke sein, dass man das macht? Also wirklich, das ist auseinandergenommen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie hier, vielleicht findet man Nachrichten irgendwie auf YouTube oder so, dass ich das hier reinposten kann. Aber du musst dir vorstellen, Mike, die haben wirklich das komplette voll gekritzelt, das Abteil, aber eben auch noch Vandalismus. Mit so Vandalismus. Einfach also die Vandalismus. Die haben die Sitze über 9000. Also wirklich zusammengestiefelt. Und es waren natürlich, und ich muss sagen, es waren Fußballfans. So. Oh je. Und da muss ich einfach sagen, die Leute sagen dann immer, ja, das sind ja gar keine Fußballfans, das sind ja, ist ja nur so eine laute Minderheit, die dann irgendwie so einen Idioten. Und da muss man sagen, ja, nee, ganz so stimmt das nicht. Weil der Fußball selber und die Fußballfans selber machen auch nichts dagegen, dass das mal irgendwie anders wäre oder dass Fußball mal irgendwie einen anderen, wie sagt man, Stempel mal kriegen würde. Ja. Weil es bleibt halt einfach so. Es ändert sich seit Hooligans gibt's nicht erst oder so gewalttätige Fußballfans gibt's ja nicht erst seit gestern, sondern gibt's schon sehr lange und immer wieder und jedes Mal, wenn ein Spiel ist, man hat's ja auch in den nicht im Freundeskreis jetzt, aber im Bekanntenkreis oder man hört's. Wenn Fußballspiel ist, wollen die Leute gar nicht mehr in die Bahn gehen, weil das einfach so eine ekelhafte, aggressive Stimmung ist. Von ganz viel Alkohol irgendwie mit im Spiel, selbstverständlich, weil ohne Alkohol kann man ja kein Fußballspiel genießen. Und dann wird da rumgegrölt und laut so und es wird übergriffig in jedweder Richtung. Und ich denke mir so, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Es regt mich auf. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich Fußball absolut nicht leiden kann. Ja, vor allem wegen der Fans. Ich mag Fußball. Ich kann damit, beziehungsweise ich kann damit einfach nichts anfangen. Aber weißt du, was mich interessieren würde, ist, was ist denn da jetzt gewesen, als sie dieses Zugabteil oder den gesamten Zug dekonstruiert haben, konstruktiviert, ihr wisst schon, auseinandergeschraubt haben? War das so Fußballverein, schalalala, und dann es war schon ein größeres Spiel, oder? Oder, ich will jetzt keine Fußballverein-Namen sagen, aber hier Verein lalala, und dann dabei so Stühle zusammentreten, oder war das mehr so, wir haben verloren, jetzt machen wir alles kaputt, oder war das eine Prügelei zwischen zwei befeindeten Gruppen und der eine hat sich gedacht, ich trete jetzt hier einen Stuhl ab, damit ich den anderen damit hauen kann?
Weißt du, so, ich frage mich immer, was war da los? Genau, also ich meine, das geht natürlich überhaupt nicht. Woran hattet ihr Lehen? Woran hattet ihr Lehen? Also, soweit ich weiß, haben die derselben Gruppe angehört. Also die fanden alle dieselbe Mannschaft gut. Ob die jetzt verloren haben oder nicht, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Und natürlich spielt das fast gar keine Rolle. Es spielt absolut keine Rolle. Ob man jetzt verloren oder gewonnen hat. Ja, natürlich, das geht halt überhaupt nicht klar, aber also da sowas zu demolieren da. Ich frage mich halt immer nur, um das gesamte Bild zu haben, was war da genau los? Ich meine, es gibt ja manchmal genau die Frage stelle ich mir halt schon gar nicht mehr, die randalieren weil es egal einfach ist. Generell gerne und schieben es dann einfach auf irgendwas. Ja, und das sind dann aber auch sehr gerne alles Fußballfans. Weil Fußball einfach auch ein Sport ist, der kompetitiv ist. Der nicht nur kompetitiv ist, es gibt auch andere Sportarten, aber keine andere Sportart hat organisierte Hooligans. Ja, also ich habe zum Beispiel noch nie gehört, dass League of Legends irgendwie Hooligan-Gruppen hätte. Kommt noch. Das ist tatsächlich ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass das dann noch passiert. Da sind alle Hooligans. Populärer muss es einfach nur werden. Wenn die nicht mehr ins Stadion dürfen, dann kommen die in die E-Sport-Halle. Okay. Hier, wir gucken uns jetzt dieses, wie heißt das noch gleich? LOL. LOL. Das war doch das mit Bully, ne? Oh nein. Wow. So eine Werbung, die ich immer wegklicke. Ja. Nee, aber deswegen, dieses ganze Randalieren und so, Alter, das geht halt gar nicht. Und das passiert immer wieder, wenn es Fußballfans sind. Sorry, aber das ist kein Einzelfall. Und was ich dann noch krass finde, die Parallele dazu, muss man ja auch mal sagen, weiß ich nicht, ob ihr euch auch so dran erinnert, es war auch eine Zeit lang anscheinend mal solche Bilder zu posten, wo es dann immer hieß, und die Flüchtlinge haben das hier so zugerichtet. Oh ja. So, und dann wurden ich sag mal, Vergleiche gezogen. So, ne, also das, so, hier, so sieht der Zug aus, nachdem hier irgendwie Flüchtlinge drin waren, bla bla bla, und dann haben die anderen Leute aber gesagt, und so sieht der Zug aus, wenn Fußballfans drin waren. Ja. Vor allem, das ist das ist doch alles nur Populismus. Also dieses gerade mit, das waren Flüchtlinge. Also ich meine, das ist so schwierig. Das waren halt Arschlöcher, dass es die überall gibt. Das vergessen halt die Leute anscheinend öfter mal. Ja, richtig. Man muss nicht flüchten, um ein Arschloch zu sein. Ja, die Arschlöcher gibt's halt in allen Gruppierungen. Gibt's in allen Nationen, in allen Ethnien. Das gibt's halt einfach. Genauso wie dumme Menschen, wobei Arschlöcher und Idioten sind oftmals dasselbe, wobei die schlauen, bösartigen sind noch viel gefährlicher als das ist schwierig. Die Dummen sind auch gefährlich, weil sie es mit sich machen lassen. Ja. Schwierig. Ja, das sind aber eben keine. Fall. Also Arschlöcher sind ja nicht immer böse Menschen. So schlaue Leute, die ihr Wissen irgendwie dazu benutzen, um Menschen zu manipulieren und eben für böse Zwecke zu missbrauchen, das sind halt böse Menschen. Da reicht der Begriff Arschloch schon gar nicht mehr. Weil das können ja auch sehr zu ihren Mitmenschen auch sehr liebe Menschen sein, so, oder zu ihren Familien und so, oder fürsorgliche Eltern, was auch immer. So wie aber die können halt trotzdem böse sein, ne? Serienmörder, die sind auch immer lieb, bis zu dem Punkt, an dem sie anfangen, jemanden tot zu machen. Das stimmt. Aber das gehört halt dazu, weil sonst würde derjenige ja nicht mitgehen. Es stellt sich ja keiner vor, hallo, ich bin ein Serienmörder. Oh, ich möchte gern von dir abgeschlachtet werden. Können wir irgendwo hingehen? Weiß ich nicht, bei so manchen True Crime Serien zur Zeit oder Podcast, da ist oftmals jetzt schon so eine doch sehr große Begeisterung und für die MörderInnen übrig. Also es ist schon ein bisschen gruselig tatsächlich. Es gibt definitiv auch eine Gruppe von Menschen, die getötet werden wollen, aber die wollen dann auch gegessen werden. Also das ist ganz, ganz komisch. Also das kann ich nicht verstehen, wie jemand sagen kann, ich möchte gern tot gemacht und gegessen werden. Das ist so, ich weiß nicht. Dazu habe ich tatsächlich erst gestern einen Menschen gegessen. Einen Menschen gegessen und nebenbei habe ich das Buch Flugangst 7a von Sebastian Fitzek gelesen, wo es auch
Plot ist erstmal egal, aber da geht es halt um einen Psychotherapeuten. Und der hat dann irgendwie irgendeinen anderen zitiert, wo es heißt, der Fehler bei der Psychotherapie ist schon, dass wir versuchen, mit dem menschlichen Gehirn das menschliche Gehirn zu verstehen. Oh. Und da denke ich mir so, also haut schon hin die Aussage, ne? Also, weil das ist halt wie ein Begriff mit einem Begriff erklären wollen. Ja, so, ja. das funktioniert eigentlich nicht. Das ist auch nicht nur eigentlich, deswegen, es funktioniert auch uneigentlich nicht. Deswegen manche Sachen versteht man halt einfach nicht oder muss man nicht verstehen, kann man nicht nachvollziehen. Blumen sind doch hier. So. Die Frage ist, mit welchem Gehirn sollten wir versuchen, die Probleme zu lösen? Einem Pferdegehirn? Die haben einen größeren Kopf. Delfine. Ja, Größe. Delfin. Ja, Delfine wissen ja tatsächlich schon oder wollen uns ja schon seit Generationen darauf hinweisen, dass die Erde bald untergeht. Also von daher sollten wir vielleicht einfach mal auf die Delfine hören. Ist das so? Ja, aber die reden so undeutlich. Naja gut, ich meine, wir werfen ja unseren Müll da ins Meer. Das ist auch so ein Ding, das werde ich nie begreifen. Das werde ich auch nicht verstehen. Ich werde nie begreifen, wie das sein kann, das erstmal auf die Idee zu kommen. So, du bist so eine Firma oder was weiß ich, oder allein schon, du musst ja im Kleinen anfangen. Ein Mensch geht so rum und hat so Müll dabei und denkt sich, guck mal, da ist doch Wasser. Ach so, ja. Ich schmeiß das jetzt einfach da rein. Ich glaube, der Gedanke ist aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, wahrscheinlich. Aber dann, nach einer Zeit, wenn du merkst, irgendwie, da ist jetzt schon ein bisschen viel Müll drin. Und lass das im Fluss sein, noch nicht mal im Meer, sondern lass das im Fluss sein. Denkst du denn so, es fängt ja auch ein bisschen an zu stinken und irgendwie sind die Fische auch so ein bisschen toter als sonst. Dann lass doch mal vielleicht den Müll da lieber rausholen und mal gucken, was wir sonst machen. Da verstehe ich ja eher das Verbrennen sogar noch, anstatt dieses dämlich ins Wasser schmeißen, Alter. Was stimmt denn nicht mit Leuten? Und warte kurz. Dann hat das ja Dimensionen angenommen, dass das ganze Inseln bildet. So, und dass das einfach Millionen von Tonnen an Müll im Wasser ist und wir irgendwie versuchen hier zu recyceln und alles und schmeißen unseren Müll dann natürlich in die dafür vorgesehenen Tonnen und so. Und dann landet das aber trotzdem da. Ja. Also was? Ja, genau. Also, es geht doch nicht. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, was das für Müll ist. Also wenn ich jetzt so am Strand spazieren gehe, also das würde ich nicht machen, aber jetzt als Beispiel, und ich esse jetzt so ein Wurstbrötchen und sage, will ich nicht mehr essen und werf das ins Meer, dann ist das irgendwie halb so wild, weil das ja verrottet. Ja, selbstverständlich. Oder vielleicht sogar noch, vielleicht ist das auch noch jemand, ne? Ja, genau, was weiß ich, Linus ist das. Aber wenn ich jetzt so Plastikmüll in der Hand habe, etwas, von dem ich weiß, dass es irgendwie gefühlt 1000 Jahre braucht, bis es verrottet, dann ist das Meer sicherlich kein guter Ort dafür. Oder eine Dose. Wobei eine Dose, die eine Weile am Strand hin und her gespült wurde, die dann komplett silber ist, das sieht schon geil aus, aber wir machen Umweltverschmutzung, machen wir vor allem wegen der Optik. Ja. Natürlich. In der Zukunft ist alles Chrom. Oder wenn du jetzt eine Glasflasche ganz tief irgendwo ins Meer wirfst, irgendwann also wenn sie kaputt geht natürlich nur, über die Zeit wird das halt auch einfach nur Sand wieder eines Tages. Ja, ich glaube, Glas ist jetzt auch gar nicht so das Problem. Es ist halt wirklich Plastik. Plastik ist schon wobei bei Flaschen möchte ich noch sagen, wie gesagt, kaputt ist sinnvoller, weil in diese kleinen Löcher von den Flaschen können sich natürlich auch irgendwelche Tiere drin verfangen. Also das ist dann nicht mehr so geil, aber so an sich... Das ist ja nämlich kein Aufruf, irgendwie jetzt Glasflaschen hier reinzuwerfen. Nein. Vor allem nicht Pfand und so. Ihr wisst schon, Pfand. Da muss ich erstmal einen Schluck aus meiner Flasche nehmen. Plastik. Sorry. Ich hab eine. Boah, das schmeckt doch nicht. Aber, hast du mal Bier aus der Plastikflasche getrunken? Ich trinke kein Bier. Ich habe noch nie Bier getrunken. Oh, trinkst du überhaupt Alkohol oder gar nicht? Nee, gar nicht mehr. Eigentlich seit Jahren trinkst du gar nichts mehr, ne? Oh, das ist vorbildlich. Ja, und ist auch voll entspannt. Also ich trinke tatsächlich 1:50 Uhr. Ach scheiße, schaffe ich nicht.
Ich trinke tatsächlich selten, aber wenn, ich trinke schon. Also ich bin jetzt aber kein... wenn, also dann, dann kann sich das Oktoberfest aber hinter mir verstecken. Ich muss das präzisieren. Oft, also aber so wenn dann viel. Mit Wodka, Uso oder so oder Jägermeister kriegst du mich nicht. Ich mag ab und zu ein Likör, aber am liebsten trinke ich wirklich Bier. Ja, Bier ist schon dolle lecker. Ich trinke Bier, du trinkst Bier. Aber denkt dran, Kinder, Alkohol ist eine der gefährlichsten Drogen, die wir kennen. Oh ja. Das ist absolut richtig. Der Alkoholentzug ist schlimmer als der Heroinentzug, wird immer gesagt. Kann ich auch gut glauben. Zucker ist auch eine gefährliche Droge, Kinder. Esst keinen Zucker. Da bin ich richtig Junkie. Ja, ich auch. Wenn Zucker im Haus ist, dann esse ich den auch. Deswegen sorge ich dafür, dass er nicht im Haus ist. Zucker macht tatsächlich abhängiger als Heroin und Kokain. Ist das so? Weil Zucker ist auch eine Sache, die wir teilweise brauchen. Deswegen. Ja, aber wir können sie ja aus Stärke selbst gewinnen. Wir brauchen diesen Haushaltszucker dafür nicht. Ja, genau. Ja, das ist dann nochmal was anderes, ne? Ja. So, irgendwer hat hier nicht auf bereit oder okay gedrückt. Ich bin's nicht. Tralala, tralala. Ist die Folge nicht rum? Nee, ist noch nicht? Nee, die Folge ist noch gar nicht. Sorry. War erst dieses eine Thema. Bist du ich habe hier, kann man sich ja mal feuern, ne? Ich habe hier noch was anderes stehen. Er ist so völlig Brain AFK. Und zwar, warum war ich schon wieder in deinem Bett? Ich hab's. Was, in meinem? Nee. Nein, war jetzt schon wieder bei Mike im Bett. Obwohl ich bei dir im Haus eingeschlafen bin. Erinnerst du dich etwa nicht an letzte Nacht? Ich habe mir echt Mühe gegeben, es ist schade. Hast du, wirklich hast schade. du. Nein, doch, hast du. Ja, das war ja, aber dann zu meinem Thema mal, was ich euch ja schon so ein bisschen zwischen den Aufnahmen angeteased habe. Und zwar Light und Dark Patterns. Sagt euch das erstmal was. Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Habt ihr Vermutung? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich darf, würde ich sagen, es hat vielleicht etwas mit Stimmung zu tun oder wie man Dinge sieht. Okay. Also so. Ich habe wirklich keine Ahnung. Schwarz und Grau, beziehungsweise nur Schwarz und Weiß sehend. Ah, du meinst jetzt so richtig im Sinne von wirklich so sehen, biologisch sehen und so. Ja, oder allgemein so, wie man Situationen wahrnimmt. Ah, okay, das Psychologische. Also dahinter. nur schwarz, nur hell, die Welt geht unter, die Welt ist der beste Ort. Ach so, nee, also es hat teilweise auch einen psychologischen Aspekt, aber der ist nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst. Dann weiß ich nicht. Dann lass mal hören. Und zwar, Light- und Dark-Patterns gibt es tatsächlich, sagen wir mal, online. So, in der digitalen Welt. Ah, okay. Und zwar seid ihr alle da draußen, außer ihr seid jetzt gerade erst 5 oder so, habt ihr das alles schon mal gesehen? Ich bin 4,5. Und zwar sind das sozusagen, warte mal, wie war's? Es gibt Deceptive Designs, so nennt sich das. Oh je. Das sind Designer-Entscheidungen auf Websites, die dich dazu bringen sollen, gewisse Sachen zu machen. Ah, okay. Zum Beispiel, nehmen wir mal ruhig gleich eins. Wir haben zum Beispiel, also es gibt den Designbereich, da haben wir zum Beispiel Disguised Ads. So, das ist, wenn du jetzt irgendwo rumscrollst auf irgendeiner Seite und meinetwegen irgendwas mit Artikeln über irgendwelche Geschehnisse und dann kommt da irgendwie ein Artikel, der interessiert dich besonders und du klickst drauf und zack, hast du auf eine Werbung gedrückt. Weil irgendwo ganz oben, ganz klein in der Ecke stand irgendwo gesponsert oder Werbung oder Ad oder sowas. So, ne? Und schön Werbung, also Disguised Ads, also getarnte Werbung. So, das wäre ein so ein Dark Pattern. Oder wie bei den Cookie-Einstellungen. Ja, da komme ich später noch zu. Ist dick und grün und noch nicht so viel vorwegnehmen. Da komme ich auch nämlich noch hin. Okay, erstmal. Scheiße, Zicke, geh da weg, ich will den Trüffel. Red nicht so mit mir. Genau, also dieses Disguised Ads haben wir alle schon mal gehabt. Dann haben wir das Bait and Switch. Da ist das perfekte Beispiel, was viele vielleicht noch kennen, Windows 10. Bei Windows 10 war es ja damals so, ne, mit diesem Upgrade, das konnten ja dann alle machen und so und das war ja kostenlos und Windows Microsoft hatte ein Interesse daran, dass das ja alle machen.
Ja. Und dann haben die irgendwann geschnallt so, scheiße, irgendwie funktioniert das nicht so gut. Die Leute klicken halt nicht, die Leute machen dieses Upgrade nicht. Wir verändern jetzt mal die Funktion des Xs in unseren Fenstern. Und da war es dann so, dass quasi das Design dieses Fensters einfach, oder diese Schaltfläche, die X-Schaltfläche wurde abgeändert, dass wenn du da drauf gedrückt hast, hast du quasi zugestimmt zu dem Upgrade. Boah, sowas regt mich herbe auf. Echt? Richtig dreckig. Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich bin sehr schnell auf Windows 10 umgestiegen. Du hast es ja nicht mal versucht, Widerstand zu leisten. Nö, ich wollte DirectX 12 haben, von daher wollte ich natürlich, habe ich dazu gestimmt, klar. Boah, ich habe auch mal so einen Computer gehabt, bei dem wollte ich aus Gründen von Windows keine Updates haben. Die Updates abzustellen ist ein Ententanz. Egal, was du machst, du kriegst trotzdem Updates. Es gibt da, glaube ich, nur mehrere Möglichkeiten oder eine wahre Möglichkeit. Da musst du in mehreren Einstellungen so richtig schon fast hackermäßig deinem System sagen, nein, tu das nicht. Ich will das nicht. Und selbst dann dauert das, keine Ahnung, vielleicht ein paar Monate und dann hast du trotzdem Updates. Und besonders schlimm sind die Updates, die so mitten beim Zocken passieren. Fährt einfach der Rechner. Gib mir mein Pferd. Fährt einfach der Rechner runter und dann steht da Updates. Und du denkst dir so, warum? Ich zock doch grad. Ja. Nee, aber das wäre dieses Bait and Switch. Also wenn quasi eine Funktion, die vorher eben so war, dass sie sich dann wandelt und du aber, weil du das gewohnt bist, da so drauf zu drücken, zum Beispiel auf dieses X, machst du das halt und dann hat es aber auf einmal eine andere Funktion. Auch ein Dark Pattern. Ist aber hart betrügerisch schon beinahe. Ja, auf jeden Fall. Als nächstes wäre dann das Roach-Modell oder Roach-Model. Da ist es sozusagen... so ein bisschen, es ist, ich sag mal, einfach zu schwer. So könnte man es sagen. Es ist so, mir fallen jetzt natürlich keine guten Beispiele ein, aber meinetwegen, es ist halt total einfach, irgendwie mit ein paar Klicks kannst du eben das und das machen, so, ne? Und dann hast du das auch schon gemacht. Dann wirst du auf die nächste Seite geführt und da ist es dann auf einmal so, ja, du musst dich aber vorher irgendwie noch hier anmelden und bla bla bla. Also da wird es dann ein bisschen schwerer gemacht. Das hört sich fast nach diesen Cookie-Sachen an, wenn du sagst, ich möchte meine Einstellung bearbeiten und dann ist das alles so kompliziert. Du musst da jeden Reiter einzeln aufmachen und gucken, was da so drin steht. Da bist du gefühlt eine halbe Stunde damit beschäftigt, Nein zu sagen, wohingegen gibt auch nette da, ne? Klick ist. Es gibt auch nette, die sagen so, dass die einfach sagen, hier alles ablehnen. Ja, das stimmt. Ja, gibt und ich frage mich, warum wird das nicht vereinheitlicht? Was soll denn der Scheiß? Ja, weil die Leute natürlich Interesse an deinen Cookies haben. Ja, aber trotzdem kann man ja europamäßig einfach sagen, ey, hier, ihr macht das, aber unter den und den Regeln so. Daran arbeiten sie tatsächlich. Dadurch bin ich auch auf dieses Thema überhaupt erst gekommen. Ich habe ein Add-on für meinen Browser, der sorgt einfach dafür, dass jede Seite, die mich nach Cookies fragt, immer alles auf Nein, automatisch. Nein, alles Nein. Oh, da musst du aber aufpassen, weil da komme ich nämlich auch gleich noch zu. Ja, das gibt es wahrscheinlich auch so eine Einstellung, die dann dafür sorgt, dass Nein Ja bedeutet. Richtig, da kommen wir nämlich dann zu den Trick-Questions. Also jetzt sind wir eher im psychologischen Aspekt von diesen Dark Patterns. Das Internet macht bald keinen Spaß mehr. Das stimmt. Und zwar habe ich da gelesen, wenn du dann auch sowas hast wie... dass eben so Checkboxen, dass die eben umformuliert werden. Ne? Also sonst ist es so, die Checkbox sorgt dafür, dass du, dich für ein Newsletter anmeldest, sagen wir mal so, und die ist ja von vornherein dann manchmal so gecheckt. Und dann uncheckst du die, aber da steht eigentlich drin, checke hier, wenn wir dir keinen Newsletter schicken sollen. Weißt du so, also einfach so richtig eklig umformuliert. Ist richtig eklig, ey. Richtig widerlich. Richtig dreckig. Dann würde ich noch das Confer-Shaming. Das ist auch noch ein psychologisches Dark Pattern. Und zwar geht's da. Das kommt, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Rabatt auf irgendwas ist, ne? Und die Leute haben Interesse daran, dass du natürlich diesen Rabatt benutzt und dann irgendwas bei denen kaufst. Und da sind halt zwei Optionen. Einmal Rabatt, ja geil, ich will den Rabatt. Und nein, ich bin nicht interessiert an Rabatten.
oder nein, ich bin nicht cool, ne? Also ich bin dieses langweilig. Shaming, stimmt. Shaming in dem Sinne so, wenn du es ablehnst, dann bist du halt nicht cool, so ganz, ganz vereinfacht gesagt. Das ist das Con für Shaming. Und da dachte ich mir auch so, ey, Junge. Und das sind jetzt nur 5. Es gibt 12. Aber die anderen würde ich mal in der nächsten Folge noch mal ein bisschen genauer rausarbeiten. Aber dann lass doch mal zunächst zur Aufheiterung, dass du mal auch ein paar Light-Patterns vielleicht rausholst. Vielleicht gibt es da ja auch mal... Also die gibt es natürlich auch. Also die kann ich aus dem Stegreif dir auch sagen. Das ist natürlich alles, was dir so Einkäufe zum Beispiel auch erleichtert. Alles, also zum Beispiel sowas wie alles ablehnen. Ja. Das wäre ein Light-Pattern. Das wäre sehr, also wenn es dann sehr offensichtlich, ne, vernünftig unterlegt ist und so, das vereinfacht dein User-Erlebnis. So, ne, mal simpel gesagt. Also es macht die Leute dir sind als doch User viel lieber auf solchen Seiten oder umgeben sich doch eigentlich viel lieber mit Light-Patterns als mit sowas Nerviges, weil jeder regt sich ja über so einen Blödsinn auf. Ja, aber ist halt die Frage, ob es jeder so mitbekommt oder erkennt an jeder Stelle immer. Ja, natürlich nicht, aber man fühlt sich doch trotzdem wohler, wenn du nicht ein Light-Pattern erkennst, aber wenn du merkst so, ey, das war coole Funktion irgendwie gerade. Aber hast du dich jemals, wenn du auf ein Dark-Pattern jetzt gestoßen bist, hast du dich jemals irgendwo wirklich richtig beschwert darüber? Nein, nee, natürlich nicht bei offiziellen Stellen oder so. Deswegen, wer schreibt dann dieser Firma so, ey, was ihr da designtechnisch macht oder psychologisch da macht, ist halt voll nicht in Ordnung. Ja, ich habe das zum Beispiel ganz oft im Internet, wenn ich da auf irgendwelche Seiten gehe, dass ich, du scrollst irgendwie runter und vorher wird die Werbung noch nicht sofort angezeigt. Zum Beispiel gerade auf dem Handy ist das so, dass das irgendwie mal so ein bisschen länger braucht zum Laden, in Anführungsstrichen. Und dann willst du was gucken und klickst dann da drauf. In dem Moment kommt aber erst die Werbung und dann klickst du natürlich automatisch auf die Werbung drauf. Ja, also so richtig widerlich. Und du denkst dir so, ey, es ist kein Zufall, wenn das 5-mal hintereinander passiert. Yep. Ja, oder wenn du, das ist ja auch manchmal bei Handy, bei Apps, also bei Apps auf dem Handy, bei Spielen so, du musst manchmal Werbung gucken, um irgendwas zu bekommen und dann klickst du da drauf, dann kommt die Werbung und dann kommt am Ende entweder, es hat nicht geklappt, dann hast du die Werbung gesehen und du hast nichts dafür gekriegt und musst noch eine anklicken und da passiert's dann wieder. Oder du drückst auf das X, um es zu beenden und dann öffnet sich der Play Store mit dem Download-Link. Ja, richtig übel. Steht da hier Download, darüber mal reden, dann sage ich immer, ich will das nicht. Das ist so ein Ding, was mich richtig aufregt. Ich meine, ich kann verstehen, dass sich Apps über Werbung finanzieren. Ich finde das okay, total. Weil du willst die App auch irgendwie kostenlos kaufen oder kostenlos haben im Store. Natürlich muss sie sich irgendwie finanzieren, die machen Werbung rein, ist auf YouTube, ist überall so. Ja. Vollkommen okay. Ich bin ein großer Fan davon, von werbefinanzierten Sachen. So. Aber. Deswegen abonniert. Abonniert Gutschbock 42 bitte. Aber wenn du jetzt wirklich sowas hast, wie dass die Werbung kommt. Okay, du guckst dir die Werbung an. Ich hatte zum Glück noch nie das Problem, dass mir eine Belohnung durch Werbung versprochen wurde und ich die dann nicht bekommen hätte. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber du gehst dann auf die Werbung kommt und gerade wenn das so eine normale Werbung ist, das heißt, du kriegst nicht mal eine Belohnung dafür, sondern es ist einfach nur diese normale Werbung, die kommt, die du eigentlich auch immer wegklicken kannst, die du aber 5-mal irgendwie wegklicken musst. Weil zuerst kommt die Werbung. Die verschnellerst du, dann kommt natürlich nochmal der Verkaufsscreen, da wo du dann hingeleitet werden würdest zu dem Ding, wo du die dann holen kannst. Das klickst du auch nochmal weg und dann kommt trotzdem nochmal ein Screen irgendwie und denkst so, ey, was soll denn das jetzt? Wo kommt denn der jetzt nochmal her? Und der letzte, da bedeutet das X dann die Download-Seite. Genau, und du denkst dir so, warum ist das nicht einheitlich? Warum wird da nicht ein Riegel vorgeschoben, im wahrsten Sinne des Wortes so. Niemand kauft diese Apps, die da angezeigt werden. Weil da Gelder fließen wahrscheinlich. Das ist nicht, dass man das nicht vereinheitlicht. Es ist schlimm. Ja, es ist halt für alle noch Neuland. Ja, deswegen, ist noch Neuland. Ja, deswegen wurde da noch nichts gegen unternommen. Das Internet gibt's ja erst seit gestern. Yep. Oh, ey, das ist schlimm, wirklich. Vor allem, wenn du dich daran erinnerst, dass du noch vor einem quietschenden Modem gesessen hast, um eben so ein paar Seiten zu besuchen. Und davor gab es den Akustikkoppler.
Den kenne ich gar nicht. Den habe ich, den das musste ist ich dieses zum Glück Ding, nicht wo du so miterleben. einen Telefonhörer in so ein Gerät reingedrückt hast und dann diese Pieptöne in den Telefonhörer geleitet wurden. Da kostete das Internet noch richtig Geld. Ja. Also Das hab ich ich auch nicht kenne diese mitgekriegt. Maschine, Ja. aber zum Glück musste ich die nie benutzen. Nee. Also ich fände es irgendwie schon cool, so ein Ding zu haben irgendwie. So aus Nostalgiegründen. Ja. Aber alles andere, was damit zusammenhing, ekelhaft. Viel zu langsam, viel zu teuer, viel zu lange. Na gut, Ja. in Deutschland kostet das Internet immer noch viel zu viel Geld Das stimmt. Ja. im Vergleich zu anderen Ländern. In manchen Ländern ist es kostenlos und für jeden erhältlich. Aber da weiß man halt auch nicht, ob das nicht auch mit Ja, Spionage so wie zu es tun sein sollte. So wie in Nordkorea? Ja. Also keine Die haben Ahnung, was das Internet? so ist. War jetzt nur ein Joke. Aber das Diktatur das wäre so ein Bereich, wo dann dieses, alle sollen Internet haben, damit man sie besser abhören kann, vielleicht. Na, oder dass sie die Propaganda besser schlucken. Ne? Ist Wie auch Internet. immer. Ist es eigentlich immer noch Internet, wenn es nur in einem Land verfügbar Ja, ist? dann ist es ja eigentlich ein gigantisches Netzwerk, eigentlich voll das Intranet. Ja. Aber es ist ja. Aber wenn es so groß ist Es wie ein ist- ganzes Land. Aber es ist ja nicht komplett abgekoppelt. Es ist nur. ja, stimmt. Du kannst es halt ist andere nur, Seiten nicht besuchen. Ne? Also, Aber mit einem da UFO wird es auch schon Möglichkeiten geben, das zu umgehen und so und alles. Ne? Aber Ja, hier NordVPN und so, ne? Ja, genau, sowas in der Art. Keine Werbung. Warum eigentlich nicht? Ihr lebt in Nordkorea, dann holt euch NordVPN. Also, aber würde mich nicht wundern, wenn das ein Beispiel wäre, wo es wirklich abgekoppelt wäre. Ja, weiß man nicht, ne? Man munkelt. Ja, aber da, kann ich dir sagen, da werden bestimmt auch Light und Dark Patterns vor allem Oh verwendet. ja. Oh, ja. Safe. Aber tiefschwarze Dark Patterns. Deswegen, wir sind ja am Ende der Folge, deswegen Das stimmt. schreibt mal rein, seid ihr schon mal auf so einen Euer Dark Pattern Lieblings-Dark reingefallen? Euer Lieblings-Dark Pattern. Wie gesagt, nächste Woche erzähle ich da mal noch ein bisschen mehr von den anderen Dingern dann auch. Bis dahin sind es ja noch 7 Tage, das heißt, ihr könnt noch 7 Folgen Stardew Valley bei der Macintosh auch gucken. Oh ja. 7 Tage. Oder wenn ihr noch gar nicht da, wart, dann. Könnt ihr einfach alles gucken. Oh, ich sehe gerade, ich habe tatsächlich schon über 100 Folgen Ja, geil. von Stardew Valley. Also da gibt's ein bisschen was zu gucken. Gibt's ein 100-Folgen-Special bei dir? Nein. Gibt's ein 100 Folgen? Bin ich schon, warte mal, wie viele Folgen sind draußen? Weil ich habe eigentlich fast alle geguckt. Also heute ist die 112. gekommen. Ah, okay, oh shit, ja, nee, dann da bin ich auf jeden Fall schon. Weil ich guck das immer, ist immer perfekt, ich guck das morgens zum Frühstück immer. Ah, schön. Also ich Ja. arbeite an einer Montage, so eine sinnlose Ja, geil. Da bin ich zusammengewürfelte mit nur Schwachsinn. Also die ist zum Teil schon fertig. Ich warte halt nur darauf, bis ich genug zusammen habe. Ja, nice. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann auch bei Mike gern ein Abo dalassen. Ja, bitte. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Light Patterns, Dark Patterns, hier bei Butchbob 42. Und Erben. Bis dann. Bis dann. Tschüss.